I know you've not been feeling great, but it's good to see you in better health. Pray for you every day. God bless you. Er war der freimütigste Papst der jüngeren Geschichte, ein geistlicher Führer, der sich nicht scheute, sich mit Macht, Ungleichheit und sogar der Kirche selbst anzulegen. Aber jetzt, in seinen letzten Tagen, hat Papst Franziskus die Welt sprachlos gemacht, mit einer Ankündigung, die niemand kommen sah. Und es sendet bereits Schockwellen durch die katholische Kirche und darüber hinaus. Aber wir möchten wissen, was Sie denken. Glauben Sie, dass die Kirche in der heutigen Welt für Veränderungen bereit ist? 1 für Ja oder 0 für Nein. Was genau hat Papst Franziskus also gesagt? Und warum versuchen Millionen auf der ganzen Welt immer noch, es zu verarbeiten? Der letzte Tag von Papst Franziskus. Diese Erkenntnis war ein Moment, den viele schon lange erwartet hatten, auf den aber nur wenige vorbereitet waren. Am 21. April 2025 ist Papst Franziskus, das geistliche Oberhaupt von fast 1,4 Milliarden Katholiken weltweit, im Alter von 88 Jahren gestorben. Sein Tod wurde am frühen Morgen von offiziellen Stellen des Vatikans bestätigt, und trotz seines sich seit Jahren verschlechternden Gesundheitszustands kam der Zeitpunkt für viele überraschend. Er war erst am Vortag in der Öffentlichkeit aufgetreten und hatte am Ostersonntag auf dem Petersplatz zu den versammelten Menschen gesprochen. Petersplatz am Ostersonntag gesprochen. Die Atmosphäre in der Vatikanstadt änderte sich innerhalb weniger Stunden radikal. Die Glocken des St. Petersdoms läuteten genau 88 Mal, eine für jedes Lebensjahr von Papst Franziskus. Um die Mittagszeit war der Platz voller Trauer. Die Menschen standen schweigend da oder unterhielten sich leise, hielten Kerzen oder Rosenkränze in der Hand und nahmen das Ausmaß der Situation in sich auf. Einige waren verblüfft, als sie sich an sein strahlendes Lächeln erinnerten, das er nur 24 Stunden zuvor auf dem Balkon gezeigt hatte. Andere erlebten eine sehr emotionale Zeit des Nachdenkens über einen Mann, den sie nicht nur als Papst, sondern auch als eine weltweite Ikone der Demut und des Mitgefühls schätzen gelernt hatten. Papst Franziskus, geboren aus Jorge Mario Bergoglio, hatte lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er war operiert worden, litt unter Lungenproblemen und saß seit 2022 aufgrund von Mobilitätsproblemen in seinem rechten Knie im Rollstuhl. Trotzdem blieb er in seinem Beruf aktiv und ging häufig über den Rat der Ärzte hinaus. Im März dieses Jahres wurde er mit einer doppelten Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Eine schwere Krankheit, die etwa 40 Tage dauerte. Die Kirche hatte mit der Möglichkeit gerechnet, dass sein Pontifikat aufgrund gesundheitlicher Probleme enden könnte. Aber sein unerwarteter Tod nach einer so großen Osterpräsenz schockierte viele. Was an diesem Ostersonntag auffiel? War, wie gesund er wirkte. Franziskus lächelte und winkte vom Balkon aus, als er seinen Segen, das Urbi et Orbi, vor über 60.000 Menschen erteilte. Es gab keine offensichtlichen Anzeichen für eine Sauerstoffunterstützung, und er wirkte wach, manchmal sogar enthusiastisch. Umso seltsamer war die Nachricht von seinem Tod heute Morgen. Die Menschen in Rom und in der ganzen Welt waren erstaunt, als sie die Nachricht erfuhren. Einige Medien veröffentlichten weiterhin Fotos auf der Titelseite, die den Papst beim Feiern des Osterfestes zeigten, ohne zu wissen, dass sie auch die Stunden seines Todes festhalten würden. Als sich die Nachricht verbreitete, begannen internationale Führungspersönlichkeiten, religiöse Persönlichkeiten und gewöhnliche Bürger, ihm Tribut zu zollen. Viele Menschen sahen in Franziskus ein Modell für modernes Mitgefühl innerhalb der katholischen Kirche. Jemanden, der sich für die Armen, die Unterprivilegierten und diejenigen, die manchmal vom System übersehen werden, einsetzte. Andere verwiesen auf seine Bemühungen, den Papst zu vereinfachen und den Vatikan wieder mit dem normalen Volk zu verbinden, was jahrhundertealten königlichen Gepflogenheiten widersprach. Während der Tod eines Papstes üblicherweise die formelle Kette von Ereignissen innerhalb des Vatikans nahm einen persönlicheren Ton an. Der Vatikan erklärte, dass die sterblichen Überreste des Papstes in einen schlichten Holzsarg gelegt und im Petersdom aufbewahrt werden. Petersdom für mehrere Tage aufbewahrt werden. Die Beerdigung wird wahrscheinlich kurz danach stattfinden. Im Einklang mit Franziskus' Wunsch nach einer einfacheren Kirche wird der Gottesdienst ohne die aufwendige Pracht früherer päpstlicher Beerdigungen stattfinden. Er wird in der Basilika St. Maria Major beigesetzt werden. Damit ist er der erste Papst seit fast einem Jahrhundert, der nicht unter dem Petersdom beigesetzt wird.
Petersdom beigesetzt wird. Mit dem Tod von Papst Franziskus beginnt auch der Prozess der Wahl eines neuen Papstes. Innerhalb von 15 bis 20 Tagen nach seinem Tod wird im Vatikan ein Konklave stattfinden. Kardinäle aus der ganzen Welt werden zusammenkommen, um seinen Nachfolger zu wählen. Viele von ihnen wurden von Franziskus selbst ernannt. So kann der Abschluss des Konklaves die gleichen Prinzipien und Ziele widerspiegeln, für die er sich während seiner Amtszeit eingesetzt hat. Ungeachtet seines Alters oder seiner Gesundheit hat Franziskus seine Fähigkeit, andere zu überraschen, nie verloren. Sein Pontifikat zeichnete sich stets durch Episoden aus, die den Erwartungen widersprachen. Er zog es vor, nicht im großen apostolischen Palast zu residieren, lehnte die traditionellen karmesinroten päpstlichen Gewänder ab und trat häufig ohne die üblichen Sicherheitsvorkehrungen in der Öffentlichkeit auf. Selbst in seinen letzten Tagen hatte er das gleiche Gefühl der Zielstrebigkeit. Der letzte öffentliche Auftritt von Papst Franziskus und gesundheitliche Bedenken. Wenige Wochen vor seinem Tod machte er Schlagzeilen, weil er am Gründonnerstag ein Gefängnis besuchte. Eine Gewohnheit, die er im Laufe der Jahre angenommen hatte. Anstatt die Messe in einer Kathedrale oder Basilika zu feiern, zog er es vor, sich unter die Insassen zu begeben und ihnen die Füße zu waschen. Ein direkter Akt der Demut und Einheit. Diese Hingabe an die Präsenz und Nähe verschaffte ihm enormen Respekt. Nicht nur unter Katholiken, sondern auch unter Menschen anderer Religionen und Kulturen. Dieser Enthusiasmus prägte auch seine letzten öffentlichen Auftritte. Diejenigen, die ihm am nächsten standen, sagen, dass er nicht den Wunsch hatte, still und leise aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Ein enger Mitarbeiter soll Reportern des Vatikans mitgeteilt haben, dass Franziskus gesagt habe, ich möchte auf dem Schlachtfeld sterben, und damit klargestellt haben, dass er sich nicht auf eine buchstäbliche Schlacht bezog, sondern auf das metaphorische Schlachtfeld menschlicher Verbundenheit und zielgerichteten Dienstes. Seine letzten Stunden sollen sehr ruhig verlaufen sein. Er starb im Domus Sancti Marti, einem kleinen Gästehaus, das er anstelle der opulenten apostolischen Villa als Wohnsitz gewählt hatte. Den Ärzten des Vatikans zufolge erlitt Franziskus am frühen Morgen einen Herzanfall und starb kurz darauf trotz Wiederbelebungsversuchen. Der Vatikan gab kurz darauf eine Erklärung ab, die die Nachricht bestätigte, und die internationalen Medien berichteten fast sofort darüber. Papst Franziskus sprach am Palmsonntag auf dem Petersplatz zu über 20.000 Menschen. Petersplatz am Palmsonntag, weniger als eine Woche vor seinem Tod. Es war eine der größten Menschenansammlungen im Vatikan. In einer seiner letzten Ansprachen sprach er klar und warmherzig, wenn auch kurz. Er wurde während der Veranstaltung von Helfern unterstützt und sprach lange Zeit nicht. Aber seine bloße Anwesenheit war von enormer Bedeutung. Trotz des Glaubens, dass er eigentlich schlafen sollte, blieb er in der Öffentlichkeit präsent und zog die Verbindung der Bequemlichkeit vor. Einer der am meisten diskutierten Auftritte war am Gründonnerstag, als Papst Franziskus ein Gefängnis außerhalb von Rom besuchte. Jahrelang war es ihm ein Anliegen, den Gründonnerstag mit Verurteilten zu verbringen und ihnen als Geste der Demut und des Mitgefühls die Füße zu waschen. Diese zu Beginn seines Pontifikats eingeführte Tradition unterschied sich von früheren Gepflogenheiten, die den Papst häufig in den Mittelpunkt großer kirchlicher Feiern stellten. Stattdessen entschied sich Franziskus immer wieder für die Nähe zu Menschen, die von der Gesellschaft oft nicht beachtet werden. Papst Franziskus letzte Auftritte. Die Reihe der Auftritte des Papstes endete mit der Messe am Ostersonntag, die viele als symbolische Abschiedstournee betrachten. Er sprach einen Teil des Segens Urbi et Orbi vom Hauptbalkon des Petersdoms. Obwohl er nicht lange sprach, lächelte er, winkte und wirkte sehr lebendig. Beobachter bemerkten das Fehlen medizinischer Geräte wie Sauerstoffschläuche, die ihn in den vergangenen Monaten begleitet hatten. Er zeigte sich in seinem üblichen weißen Gewand und winkte den Tausenden von Menschen zu, die sich unten versammelt hatten. Viele andere, die das Geschehen von zu Hause oder vom Platz aus verfolgten, empfanden dies als ermutigend, als einen Hoffnungsschimmer inmitten der Sorge um seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand. Hinter den Kulissen gab es jedoch Anzeichen dafür, dass nicht alles in Ordnung war. Papst Franziskus hat seit seinem Krankenhausaufenthalt im Jahr 2023 immer wieder Atemprobleme und seine Mobilität hat sich verschlechtert. Er war ständig auf einen Rollstuhl angewiesen und brauchte bei öffentlichen Auftritten häufig Hilfe. Nach seinem Tod teilten enge Mitarbeiter mit, dass der Papst in letzter Zeit erhebliche Beschwerden hatte, sich aber weigerte,
seinen Zeitplan zu reduzieren, und darauf bestand, an wichtigen Veranstaltungen in der Karwoche teilzunehmen. Papst Franziskus traf sich unter 4 Augen mit J.D. Vance, dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, nur wenige Stunden vor seinem Tod. Das Treffen war kurz und auf die Presse beschränkt. Aber Beamte des Vatikans sagten später, es sei freundschaftlich, aber politisch angespannt gewesen. Vance, ein bekannter Befürworter einer strengen Einwanderungspolitik, war öffentlich mit der Haltung von Franziskus zu den Rechten von Migranten nicht einverstanden. Während seiner gesamten Amtszeit sprach der Papst offen über die Bedeutung des Schutzes von Migranten und Flüchtlingen und prangerte häufig eine nationalistische Politik an, die seiner Meinung nach zu sozialer Spaltung und menschlichem Elend beiträgt. Die letzte Begegnung mit Vizepräsident Vance gilt heute als einer der letzten diplomatischen Schachzüge von Papst Franziskus. Es fasst seinen Führungsansatz zusammen. Beteiligung statt Vermeidung, Diskussion statt Schweigen. Selbst bei Meinungsverschiedenheiten blieb er offen für den Dialog, motiviert von der Überzeugung, dass es wichtiger ist, Brücken zu bauen, als Grenzen zu ziehen. Nach seinem Tod begann der Vatikan schnell mit dem nächsten Teil seines jahrhundertealten Rituals: Beerdigung und Begräbnis von Papst Franziskus. Die vatikanischen Behörden teilten mit, dass die sterblichen Überreste des Papstes in einen bescheidenen Sarg gelegt und im Petersdom aufgebahrt werden. Petersdom beigesetzt werden. Im Gegensatz zu einigen seiner Vorgänger bevorzugte Franziskus ein einfaches Begräbnis und eine Beisetzung außerhalb der üblichen Gruft unter dem Petersdom, Petersdom. Stattdessen wählte er die Basilika St. Maria Maggiore in Rom aus, eine Kirche, die er während seines Pontifikats häufig besucht hatte und die er als einen Ort ruhiger Gedanken und marianischer Verehrung betrachtete. Die Öffentlichkeit wird voraussichtlich 4 bis 6 Tage lang die Möglichkeit haben, dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Die Sicherheitsvorkehrungen in der Vatikanstadt wurden verschärft. Und die Planungen für ein Staatsbegräbnis haben bereits begonnen. Es wird damit gerechnet, dass internationale Staatsoberhäupter, Diplomaten und Hunderte von Religionsvertretern aus der ganzen Welt daran teilnehmen werden. Dieses Begräbnis wird zwar düster, aber deutlich schlichter ausfallen als die früherer Päpste, was seine lebenslange Vorliebe für Bescheidenheit gegenüber Prunk widerspiegelt. Das Erbe und der Übergang von Papst Franziskus. Mit dem Tod des Papstes begann eine traditionelle 9-tägige Trauerzeit, die als Novem bekannt ist. Jeder Tag gipfelt in besonderen Gebeten, Messen und Gedanken vor der Beerdigung und dem Begräbnis. Es ist eine Zeit der öffentlichen Trauer und der internen Organisation, in der sich die Kirche auf eine ihrer heiligsten Pflichten vorbereitet: die Wahl eines neuen Papstes. Der Nachfolger von Papst Franziskus wird in einem Konklave gewählt, das in der Sixtinischen Kapelle stattfindet. Nach den kirchlichen Normen darf das Konklave frühestens 15 Tage und spätestens 20 Tage nach dem Tod des Papstes beginnen. So haben alle qualifizierten Kardinäle genügend Zeit, um aus der ganzen Welt nach Rom zu reisen. Nur Kardinäle, die jünger als 80 Jahre sind, können am Konklave teilnehmen, und die Zahl der Wahlberechtigten liegt derzeit bei 123. Eines der charakteristischen Elemente des nächsten Konklaves ist, dass der Großteil der Kardinäle von Papst Franziskus selbst ausgewählt wurde. Dies allein hat viele Beobachter zu Spekulationen veranlasst, dass der nächste Pontifex das Erbe von Franziskus, nämlich Transparenz, Demut und Wandel, fortsetzen wird. Andere hingegen waren der Meinung, dass der nächste Kandidat einen anderen Ansatz verfolgen würde und es vorzöge, etablierte Institutionen und Lehren beizubehalten, die Franziskus in Frage gestellt oder verändert hatte. Die Kirche befindet sich in einem entscheidenden Moment, da die Neugier auf das Konklave wächst. Das Papsttum von Franziskus zeichnete sich durch mehrere charakteristische Entwicklungen aus, sowohl im Stil als auch im Inhalt. Er dezentralisierte mehrere Bereiche der vatikanischen Verwaltung, brachte neue Stimmen in Entscheidungspositionen ein und drängte die Ortskirchen, mehr Verantwortung für die Lösung von Problemen zu übernehmen. Seine Bemühungen wurden nicht immer von allen Seiten gewürdigt. Traditionalisten innerhalb der Kirche lehnten seine Führung häufig ab, weil es ihr an Klarheit und Disziplin mangelte. Nichtsdestotrotz blieb seine Beliebtheit bei den einfachen Katholiken während seiner Amtszeit als Papst hoch. Der Vatikan hat bekannt gegeben, dass Kardinal Kevin Farrell, der als Camerlengo fungiert, die Vorbereitungen für das Begräbnis und das Konklave leitet. Diese Aufgabe, die der Öffentlichkeit im Allgemeinen nicht bekannt ist während des Übergangs zwischen 2 Päpsten von entscheidender Bedeutung.
Der Camerlengo ist für die Überwachung der täglichen Abläufe in der Kirche, den Schutz der päpstlichen Gemächer und die Beurkundung des Todes des Papstes zuständig. Als Teil dieser Tradition wurde der Fischerring ein offizielles Symbol der päpstlichen Macht, kurz nach dem Erscheinen des Papstes auf dem Balkon des Petersdoms 2013 feierlich verbrannt. Nach dem Abgang von Papst Benedikt XVI. Machte Jorge Mario Bergoglio deutlich, dass er sich nicht an das konventionelle Drehbuch halten würde. In einer seiner ersten Amtshandlungen entschied er sich für ein schlichtes weißes Gewand und ein bescheidenes silbernes Kreuz anstelle des typischen päpstlichen scharlachroten Umhangs und des goldenen Kreuzes. Er bat die Anwesenden auf der Piazza, für ihn zu beten, anstatt sofort seinen Segen zu erteilen. Es war ein symbolischer Akt, der jedoch den Ton für sein gesamtes Pontifikat vorgab. Während der 12 Jahre, die er als Papst diente, machte Franziskus Zugänglichkeit und Einfachheit zu einem der bestimmenden Merkmale seiner Führung. Er lehnte die Idee ab, in den apostolischen Palast zu ziehen, der die Hauptresidenz des Papstes war und in dem die Päpste viele Jahre lang gewohnt hatten. Stattdessen residierte er im Domus Sancti Marti, einem kleinen Gästehaus auf dem Gelände des Vatikans. Er wohnte in einer bescheidenen Suite und aß im gemeinschaftlichen Speisesaal des Hotels. Er verzichtete nicht nur auf den Pomp und die Zeremonien, die oft mit dem Amt verbunden sind, sondern fuhr auch ein einfaches Auto, das gelegentlich ein Ford Focus war. Er hat diese Entscheidungen nicht nur getroffen, um den Schein zu wahren. Sie waren Ausdruck aufrichtiger Ansichten über die Notwendigkeit des Dienens, der Bescheidenheit und der Notwendigkeit, dass die Kirche für diejenigen eintritt, die an den Rand gedrängt und benachteiligt sind. In seinen Schriften sprach Franziskus häufig über das, was er als Globalisierung der Gleichgültigkeit bezeichnete, die Tendenz der heutigen Gesellschaft, das Leiden anderer Menschen zu ignorieren. Er bemühte sich, die Aufmerksamkeit der Welt wieder auf diejenigen zu lenken, die so häufig ignoriert werden. Ob er nun vor Vertretern aus der ganzen Welt sprach oder neben Obdachlosen auf den Straßen Roms saß. Das Konzept der Inklusivität war einer der Hauptschwerpunkte seines Pontifikats. Während seiner Amtszeit versuchte er wiederholt, die Türen der Kirche für Menschen zu öffnen, die sich zuvor ausgeschlossen gefühlt hatten, wie Migranten, Verarmte, Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft und andere Menschen am Rande der Gesellschaft. Obwohl er keine bedeutenden Anpassungen der Lehre vornahm, bemühte er sich, den Diskurs zu fördern und den Ton zu lockern. Als er zu Beginn seiner Amtszeit auf die Frage nach schwulen Priestern angesprochen wurde, antwortete er bekanntermaßen mit den Worten: „Wer bin ich, dass ich darüber richten kann?" Diese Äußerung ist nicht nur einer der berühmtesten Sätze seines Pontifikats, sondern markierte auch einen bedeutenden Wandel in der Art und Weise, wie die katholische Kirche Diskussionen über Sexualität betrachtet. Später in seiner Amtszeit beschloss er, gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen zu erteilen. Ein Schritt, der sowohl mit Lob als auch mit Verurteilung bedacht wurde. Franziskus machte deutlich, dass Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Ehen leben, weiterhin geistlichen Beistand suchen und Teil der kirchlichen Gemeinschaft sein können. Obwohl die Kirche weiterhin öffentlich Ehen zwischen Menschen gleichen Geschlechts verbietet. Obwohl es sich um eine nuancierte Haltung handelte, zeigte sie seine Bereitschaft, die Tradition zugunsten des Mitgefühls zu beugen. Darüber hinaus sprach er die Epidemie des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche an, die eine der schwersten Wunden ist, die die Kirche je erlebt hat. Franziskus ergriff daraufhin wesentliche Maßnahmen, um Verantwortung zu übernehmen, auch wenn seine erste Reaktion von manchen als lethargisch oder zögerlich empfunden wurde. Im Jahr 2019 beendete er die Verwendung des päpstlichen Geheimnisses in Missbrauchsfällen. Diese Praxis war seit langem üblich und hatte verhindert, dass kircheninterne Untersuchungen von anderen Akteuren überprüft werden konnten. Darüber hinaus führte er neue Mechanismen ein, die es den Opfern ermöglichen, Missbrauchsfälle zu melden und die Bischöfe für Untätigkeit oder Vertuschung von Vorfällen zur Verantwortung ziehen. Obwohl diese Reformen nicht alle Kritiker zufriedenstellten, bedeuteten sie eine deutliche Abkehr von der Vergangenheit und trugen dazu bei, ein gewisses Vertrauen unter den Gläubigen wiederherzustellen. Papst Franziskus Führungsqualitäten und Umweltbelange. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt war der Bereich Umwelt. Im Jahr 2015 veröffentlichte Papst Franziskus die Enzyklika Laudato Si, die als bahnbrechendes Werk gilt, da sie den Klimawandel und die Umweltzerstörung als ethische Anliegen definiert. Darin ermutigt er sowohl Regierungen als auch Einzelpersonen,
ihre Verbindung mit der natürlichen Welt neu zu bewerten und plädiert für sofortige Maßnahmen zum Schutz unserer gemeinsamen Umwelt. Der Text wurde von verschiedenen Personen gelobt, darunter Wissenschaftler, Umweltschützer und sogar führende Persönlichkeiten, die nicht katholisch waren. Diese Personen betrachteten ihn als ein Paradebeispiel für christliche Führung in Weltfragen. Seine Sorge um die Erde beruhte nicht nur auf wissenschaftlichen oder politischen Erwägungen, sondern war vielmehr von dem Wunsch motiviert, für Gerechtigkeit zu sorgen. Bei vielen Gelegenheiten wies er auf die Tatsache hin, dass die ärmsten Gebiete am stärksten von Umweltkatastrophen betroffen sind. Er stellte die Verbindung zwischen Klimawandel und Migration, Armut und Ungleichheit her und sagte, dass jede echte Lösung die Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf die Menschen erfordere. Neben seiner Führungsrolle in Fragen der Moral war Franziskus auch für grundlegende Reformen in der Verwaltung des Vatikans verantwortlich. Er strukturierte die römische Kurie, das Hauptverwaltungsorgan der Kirche, indem er Schichten von Bürokratie abbaute und Laien, darunter auch Frauen, in Position in Brief, die normalerweise von Kardinälen besetzt werden. Es war ein Schritt, der signalisierte, dass die Führung innerhalb der Kirche nicht in erster Linie von der ordinierten Hierarchie ausgehen musste. Diese Verschiebung war sowohl praktisch als auch symbolisch. Das Konzept der Synodalität, auch bekannt als gemeinsame Entscheidungsfindung, wurde von ihm stark betont. Er lud Bischöfe und Geistliche aus der ganzen Welt ein, um komplexe Themen wie den Zölibat, die Rolle der Frau und die Lehren der Kirche über Sexualität und Familie zu diskutieren. Auch wenn viele dieser Gespräche zu Ende gingen, ohne dass sie wesentliche Veränderungen mit sich brachten, haben sie doch Raum für Stimmen geschaffen, die lange Zeit ignoriert worden waren. Franziskus war auch dafür verantwortlich, die Kirche an Orte zu führen, die noch nie zuvor von einem Papst besucht worden waren. Seine Reise in den Irak im Jahr 2021, bei der er durch vom Krieg zerrüttete Gebiete reiste und mit Führern aller Religionen sprach, um für Frieden und Verständigung zu werben, gilt als eine der bedeutsamsten Missionen, an denen er je teilgenommen hat. Die Reise war jedoch ein Beweis für sein Engagement, dort zu sein, wo Menschen leiden, trotz der politischen und persönlichen Risiken. In seinen letzten Lebensjahren betete er häufig öffentlich für den Frieden, insbesondere als Reaktion auf die Feindseligkeiten im Gazastreifen und in der Ukraine. Auch nachdem er nicht mehr viel reisen konnte, meldete er sich weiterhin zu Wort und forderte die führenden Politiker in der ganzen Welt auf, die Diplomatie dem Blutvergießen vorzuziehen. Als er in einem der Interviews gefragt wurde, ob er bei den Friedensverhandlungen helfen könne, antwortete er, was ich tun kann, ist beten. Ich verbringe sehr viel Zeit damit, für den Frieden zu beten. Außerdem bitte ich Sie höflichst, damit aufzuhören. Machen Sie ein Angebot. Im Vergleich zu einer hässlichen Niederlage ist ein mieses Schnäppchen immer vorzuziehen. Auch wenn Papst Franziskus versucht hat, die Gemeinschaft zu reformieren und ihr die Hand zu reichen, hat er nicht alle Bestandteile der Theologie der Kirche geändert. Die Regelungen zur Geburtenkontrolle, zur Frauenordination und zum klerikalen Zölibat blieben in dieser Zeit im Wesentlichen erhalten. Das Ergebnis dieser Entwicklungen war, dass einige fortschrittliche Katholiken den Eindruck hatten, die Reform sei nicht weit genug gegangen, und die Konservativen hatten häufig den Eindruck, er sei zu weit gegangen. Diese Reibung wurde jedoch zu einem integralen Bestandteil seines Pontifikats, das sich durch einen Führungsstil auszeichnete, der beide Seiten zu tieferem Nachdenken, Zuhören und Reflektieren zwang. Auch außerhalb des religiösen Bereichs wurde die Art und Weise, wie Papst Franziskus seine Führungsrolle ausübte, häufig international beachtet. Ehrlichkeit, Einfühlungsvermögen und moralische Klarheit waren einige der Eigenschaften, die ihm Anerkennung einbrachten, und er wurde regelmäßig in Listen der wichtigsten Persönlichkeiten der Welt aufgeführt. Vom Beginn bis zum Ende seines Pontifikats hatte er einen hohen Beliebtheitsgrad bei den Katholiken, insbesondere bei der jüngeren Generation und den Menschen im globalen Süden. Die letzte öffentliche Enthüllung von Papst Franziskus. Es ist möglich, dass seine Fähigkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, die Eigenschaft war, die ihn am besten charakterisierte. Wenn er sich an verschiedene Orte begab, in Flüchtlingslager, Krankenhäuser oder Slums, nahm er stets Blickkontakt auf, hörte aufmerksam zu und reagierte stets freundlich. In einer Zeit weltweiter Unberechenbarkeit war sein Bild, das ihn beim Beten im Regen zeigte, während er allein auf dem Petersplatz auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise saß, das beste Beispiel dafür,
In einer Zeit weltweiter Unwägbarkeiten wurde sein Bild, das ihn auf dem Höhepunkt der Covid-19-Epidemie allein auf dem Petersplatz sitzend betend zeigt, zu einem bleibenden Symbol für Widerstandsfähigkeit und geistliche Führung. Im Nachhinein betrachtet hat der letzte öffentliche Auftritt von Papst Franziskus, der inmitten der Osterfeierlichkeiten auf dem Petersplatz stattfand, eine andere Bedeutung. Petersplatz stattfand, eine andere Bedeutung. Es zeigt sich, dass das, was viele als Zeichen der Heilung interpretierten, in Wirklichkeit ein bewusst vorbereiteter Abschied war. Trotz offensichtlicher Erschöpfungssymptome und körperlicher Belastung schien er entschlossen zu sein, dort zu bleiben, was auch von anderen Anwesenden so gesehen wurde. Er lächelte, sprach seinen Segen aus und winkte den Zehntausenden von Menschen zu, die sich auf dem Platz unten versammelt hatten. Der Akt war nicht nur eine normale Verpflichtung, sondern vielmehr eine Erklärung. Wie während seines gesamten Pontifikats schien sich Franziskus bewusst zu sein, dass seine Zeit zu Ende geht, und er wollte sie in das Leben der Menschen eintauchen. In den Tagen, die seit seinem Tod vergangen sind, haben viele, die eine enge Beziehung zu ihm hatten, über ihre Erinnerungen und persönlichen Überlegungen gesprochen. Viele sagen, dass er eine enge Beziehung zu den alltäglichen Aktivitäten der Katholiken aufrechterhalten wollte. Er mied Formalitäten und Hierarchien, wo immer es möglich war, und er zog häufig intime Begegnungen und unkomplizierte Gespräche großen feierlichen Anlässen vor. Seine Überzeugung, dass Nähe ein Schlüsselelement der Führung ist, bestimmte jeden Aspekt seiner Führung der Kirche. Eines der bemerkenswertesten Elemente seines Pontifikats war die Tatsache, dass er sich weigerte, sich in den konventionellen Insignien der Autorität einzurichten. Anstatt im extravaganten apostolischen Palast zu wohnen, zog er es vor, in einem bescheidenen Gästehaus zu residieren und weiterhin in einem gemeinsamen Speisesaal mit den anderen Gästen zu essen. Er sprach sich für offene Autos aus, wann immer es die Sicherheit zuließ, und betonte, dass er keine Menschen aus einer Sardinenbüchse, wie er sie nannte, empfangen könne, egal ob sie aus Glas sei oder nicht. Diese Vorliebe stand im Gegensatz zum kugelsicheren Papamobil, das er stets benutzte. Diese Wahl verdeutlichte seinen Ansatz für das Papstamt, der auf Zugänglichkeit und Einfachheit beruhte. Alle seine letzten Entscheidungen standen im Einklang mit dieser Einstellung. Er bat um ein einfaches Begräbnis ohne die komplizierten Rituale, die von früheren Päpsten angewandt worden waren. Sein Wunsch war es, in der Basilika St. Maria Major in Rom beigesetzt zu werden. Maria Major in Rom beigesetzt werden, einem Gotteshaus, das er mehrfach besucht hatte und zu dem er vor und nach seinen Auslandsreisen häufig zum Gebet ging. Dies war eine Abweichung von der Norm, entsprach aber der Art und Weise, wie er sein Leben bis dahin verbracht hatte. Zahlreiche Beobachter innerhalb und außerhalb der Kirche haben sich über die Bedeutung der Tatsache geäußert, dass sein Tod kurz nach Ostern stattfand. Ostern ist ein Fest, das mit der christlichen Tradition der Wiedergeburt, der Hoffnung und der Verwandlung verbunden ist. Die Tatsache, dass Franziskus um diese Jahreszeit verstorben ist, verleiht seinem Ableben eine lyrische Qualität und dient als Erinnerung an die spirituellen Prinzipien, für die er eintrat. Das Erbe von Papst Franziskus und die Zukunft der Kirche. Sein Tod bedeutet nicht nur das Ende einer Ära, sondern läutet für die Kirche in aller Welt auch einen Moment tiefer Selbstreflexion ein, eine der dringendsten Herausforderungen, vor denen die Kirche derzeit steht, ist die Ernennung eines neuen Papstes. Es wird erwartet, dass das Konklave, ein jahrhundertealtes Verfahren, bei dem die Kardinäle den neuen Papst wählen, innerhalb von 2 bis 3 Wochen nach seinem Tod stattfinden wird. Das Kardinalskollegium, das sich aus Personen unter 80 Jahren zusammensetzt, wird in der Sixtinischen Kapelle zusammentreten, um in geheimer Abstimmung einen neuen Papst zu wählen. Papst Franziskus hat die meisten Kardinäle, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, persönlich nominiert, was dieses Konklave zu einem sehr spannenden Ereignis macht. Dies macht dieses Konklave zu einem sehr spannenden Ereignis. Es ist davon auszugehen, dass sein Einfluss über seine Lebenszeit hinaus bestehen bleibt. Zumindest was die Auswahl der Personen betrifft, die in Zukunft an der Spitze der Kirche stehen werden. Viele dieser Kardinäle teilen seine Werte, zu denen das Engagement für die Seelsorge, die Betonung der sozialen Gerechtigkeit und der Wunsch gehören, sich mit den aktuellen sozialen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Sein Nachfolger wird jedoch möglicherweise nicht so handeln, wie er es anfangs tat. In der katholischen Kirche, die eine weltweite Organisation ist, gibt es verschiedene interne Spaltungen.
Zu diesen Spaltungen gehören diejenigen, die für Stabilität und Tradition eintreten, diejenigen, die schnelle Veränderungen anstreben, und diejenigen, die zu den progressiven und konservativen Positionen gehören. Papst Franziskus hat bei verschiedenen Gelegenheiten versucht, diese Kluft zu überwinden, aber er hat auch Diskussionen und Kontroversen ausgelöst. Die einen hielten ihn für zu liberal, die anderen für zu zurückhaltend. Dieser Konflikt könnte beim nächsten Konklave zur Sprache kommen, wenn unterschiedliche Ansichten über die Zukunft der Kirche um Unterstützung ringen. Viele glauben, dass der künftige Papst höchstwahrscheinlich jemand sein wird, der die Überzeugungen von Franziskus teilt, auch wenn er nicht den gleichen Stil wie er hat. Mehrere Personen sind der Meinung, dass die Kirche zu einem konventionelleren Führungsstil zurückkehren könnte, vor allem wenn die Sorge um die Bewahrung der lehrmäßigen Konsistenz im Vordergrund steht. Die nächsten Wochen werden von Katholiken, politischen Führern, Wissenschaftlern und globalen Gemeinschaften genau beobachtet werden. Andererseits sind viele Menschen immer noch dabei, die persönlichen Auswirkungen zu verarbeiten, die die Führung durch Papst Franziskus auf sie hatte. Seine Anwesenheit vermittelte einer beträchtlichen Anzahl von Katholiken ein Gefühl des Willkommens ein, insbesondere jenen, die zuvor ein Gefühl der Trennung von der Kirche erlebt hatten. Er wandte sich routinemäßig an Menschen am Rande der Gesellschaft, darunter Migranten, LGBTQ+-Mitglieder und Menschen, die mit Armut und Sucht zu kämpfen haben. Obwohl sich die offiziellen Positionen der Kirche während seiner Amtszeit nicht wesentlich änderten, änderte sich der Ton. Sein freundlicher, integrativer und aufgeschlossener Ton hinterließ einen bleibenden Eindruck. Darüber hinaus hat die Welt Franziskus' Engagement für die Kommunikation zwischen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen beobachtet. Er sprach mit führenden Vertretern des Buddhismus, des Judentums und des Islams sowie mit Vertretern säkularer Gemeinschaften und forderte sie auf, zusammenzuarbeiten und ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Er vertrat die Ansicht, dass Meinungsverschiedenheiten oder Feindseligkeiten niemals mit dem Hinweis auf religiöse Überzeugungen gerechtfertigt werden sollten. Seine Reise in den Irak im Jahr 2021, bei der er mit dem schiitischen Führer Ayatollah Ali al-Sistani sprach, war ein bedeutsames Ereignis in der Geschichte der Beziehungen zwischen Katholiken und Muslimen und vermittelte eine starke Botschaft des Friedens. Er wandte sich lautstark gegen wirtschaftliche Ungleichheit, den Handel mit Waffen und Krieg. Anstatt für den Klimawandel als politisches Ziel einzutreten, plädierte er gleichzeitig für ihn als moralische Verpflichtung. Und während der Covid-19-Epidemie, als die meisten Staats- und Regierungschefs der Welt sich hinter Kameras oder auf Podien an ihr Volk wandten, stand er allein in einer leeren Peterskirche, was den Geist seiner Führung unterstrich. Während die Kirche Vorbereitungen für das Kommende trifft, ist es mehr als offensichtlich, dass das Vermächtnis von Franziskus nicht durch eine Auswahl lehrmäßiger Verlautbarungen oder eine Liste offizieller Maßnahmen charakterisiert werden kann. Es zeigt sich in seinem Handeln, in den Entscheidungen, die er getroffen hat, und in der Art und Weise, wie er die Kirche beharrlich herausgefordert hat, mehr Gewicht auf den Menschen als auf die Autorität zu legen. Er betonte, wie wichtig es für Katholiken ist, Mitgefühl zu haben, denen zuzuhören, die in Not sind, und ihnen zur Seite zu stehen. Möglicherweise lässt sich sein Vermächtnis am treffendsten nicht als eine Veränderung der Theologie, sondern als eine Veränderung des Tons definieren. Er veränderte die päpstliche Kultur, indem er ihr einen weniger königlichen und mehr pastoralen Charakter verlieh, weniger mit Gesetzen und mehr mit Beziehungen befasst. Es ist unmöglich zu leugnen, dass die Ära Franziskus einen unauslöschlichen Eindruck in der Kirche und in der Welt hinterlassen hat, unabhängig davon, ob der nachfolgende Papst beschließt, den gleichen Weg weiterzugehen oder nicht. In dieser Zeit des Übergangs sind sowohl Chancen als auch Unsicherheiten zu finden. Die katholische Kirche, die Jahrhunderte des Wandels hinter sich hat, steht derzeit an einem weiteren wichtigen Scheideweg. Die Wahl des nächsten Papstes wird nicht nur die Politik, sondern auch die Wahrnehmung prägen. Es wird sich darauf auswirken, wie die Kirche mit einer sich verändernden Welt umgeht und wie sie den Weg von Papst Franziskus verfolgt oder verändert. Im Moment trauern Katholiken auf der ganzen Welt um ein Oberhaupt, das mit seinen starken Worten für Gerechtigkeit und seinen bescheidenen Taten des Mitgefühls ein anderes Gesicht des Glaubens gezeigt hat. Während die Kirche zusammenkommt, um zu beten und Vorbereitungen für die Zukunft zu treffen, gibt es eine klare Sache. Die Brücken, die Papst Franziskus gebaut hat,
werden weiter bestehen und denjenigen, die nach ihm kommen, als Wegweiser dienen, um die Lücken zu überbrücken, die er so eifrig zu kitten versucht hat. Glauben Sie, dass der letzte Aufruf von Papst Franziskus zum Wandel angenommen oder von der Tradition begraben werden wird? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Ihre Stimme zählt jetzt mehr denn je. Wenn diese Geschichte Sie erschreckt hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Abonnieren Sie sie und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, denn wir sind noch nicht fertig damit, die Geschichten zu erzählen, die die Welt verändern.